Was haben Landwirtschaft und Meere miteinander zu tun? Manchmal sehr viel. Denn Nährstoffe aus der Landwirtschaft landen in Gewässern und verursachen dort Algenblüten, die Fischen und Pflanzen den Sauerstoff oder das Licht zum Leben nehmen. Doch es gibt Ideen, diese Nährstoffe zu reduzieren und dadurch den Zustand der Gewässer zu verbessern. Und genau darum geht es in diesem Film. Wir sind hier gerade auf dem Weg an die Schlei. Das ist ein Meeresarm in Schleswig-Holstein und ein Teil der Ostsee. Und dort wollen wir einem ganz bestimmten Umweltproblem auf den Grund gehen, was echt nicht zu unterschätzen ist. Wie viele Teile der Ostsee ist nämlich auch die Schlei von der sogenannten Überdüngung betroffen, was im Fachjargon auch Eutrophierung genannt wird. Wir wechseln ganz kurz ins Studio, um zu klären, was es eigentlich ist. Eutrophierung. Vielleicht wart ihr schon mal am Meer oder an einem See und kennt das, wenn alles voller Algen ist oder sich Schaum auf dem Wasser bildet. Der Grund dafür liegt in einem zu hohen Gehalt von Nährstoffen im Wasser. Das wird Überdüngung oder eben auch Eutrophierung genannt. Die Nährstoffe, um die es hier geht, sind vor allem Stickstoff und Phosphor, zwar erstmal ziemlich wichtige Elemente für das Leben auf der Erde. Auch für das Leben von sogenanntem Phytoplankton, das sind Algen und Bakterien im Wasser. Gelangt nun zu viel Stickstoff und Phosphor in ein Gewässer, freut sich das Phytoplankton darüber und vermehrt sich stark. Dann entstehen diese Algenblüten und Algenteppiche. Wenn die Algen dann absterben, machen sich Zooplankton und Bakterien darüber her und verbrauchen bei diesem Vorgang sehr viel Sauerstoff im Wasser. Andere Lebewesen da unten, Seesterne und Segel zum Beispiel, sterben dann ab, wenn ihnen zu wenig Sauerstoff zur Verfügung steht. Auch Fische können aus diesen sauerstoffarmen Zonen vertrieben werden. Außerdem bekommen Seegraswiesen und Kelbwälder durch das Algenwachstum viel weniger Licht ab und sterben. Und da sie eigentlich wichtige Lebensräume für eine Menge Tiere sind, hat das Ganze so eine Auswirkung auf das gesamte Ökosystem. Besonders groß wird das Problem, wenn relativ wenig sauerstoffreiches Frischwasser in ein Gewässer kommt. Und deshalb ist das Problem in der Ostsee auch so groß. Es kommt nämlich nur durch einen kleinen Zugang frisches Wasser aus der Nordsee hier herüber. Viele Teile der Ostsee und auch die Schlei bekommen deshalb wenig Frischwasser ab und sind von der Überdüngung und den Algenblüten betroffen. Deshalb bezeichnet auch die HELCOM, der Zusammenschluss der Ostsee-Anrainerstaaten, in ihrem Aktionsplan die Eutrophierung als die größte Umweltbedrohung in der Ostsee. Stickstoff und Phosphor kommen dabei auf ganz unterschiedliche Art in die Gewässer. Über Abgase von Autos, Kläranlagen und Düngemittel aus der Landwirtschaft zum Beispiel. Einige Quellen konnte die HELCOM durch Gesetze beispielsweise auch schon in den Griff bekommen. So wurden Kläranlagen verbessert und das Phosphor in Textilwaschmitteln reduziert. Trotzdem sind die Einträge nicht auf ein akzeptables Niveau gesunken, weshalb wir trotzdem weiter das Problem der Eutrophierung haben. Und deswegen sind wir gerade auch auf dem Weg an die Schlei. Dort besuchen wir nämlich ein landwirtschaftliches Forschungsprojekt, was versucht, durch verschiedene Maßnahmen die Nährstoffeinträge durch die Landwirtschaft in den Griff zu bekommen. Verabredet sind wir auf dem Hof von Andreas Hobus. Hier wollen wir uns Versuchsflächen anschauen, auf denen die Konzepte zur Düngereduktion getestet werden. Mit Uwe Latatsch-Lohmann von der Uni Kiel schauen wir uns dafür zunächst eine besondere Feldfläche an. Die funktioniert ja so, dass auf 90% der Fläche, einer Fläche, nur 90% des Nährstoffbedarfs der Pflanzen gedüngt werden. Und auf 10% dieser Fläche wird zum Beispiel ein Blühstreifen angelegt oder einfach liegen gelassen als Grünbrache. Und damit fängt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal reduzierte Nährstoffausträge, dadurch, dass weniger gedüngt wird. Und zum Zweiten schafft man Habitat für wildlebende Arten durch zum Beispiel den Blühstreifen. Das klingt schlüssig für mich. Weniger Dünger auf dem Feld heißt weniger Dünger im Wasser. Vor allem die Blühstreifen nah an Gewässern sind dabei natürlich wichtig. Jetzt verlieren die Landwirte und Landwirtinnen hier aber auch Fläche, auf der sie nicht mehr anbauen können. Dafür gibt es Förderprogramme der EU, die aber oft ins Leere laufen, was Umwelt- und Gewässerschutz angeht. Deshalb haben verschiedene Vertreter aus der Landwirtschaft ein neues Konzept entwickelt, die Gemeinwohlprämie. In der jetzigen Situation, in der gemeinsamen Agrarpolitik, in den Agrarumweltprogrammen ist es so, dass Landwirte dann für das entgangene Einkommen sozusagen kompensiert werden. Die Gemeinwohlprämie verwendet jetzt einen etwas anderen Ansatz, indem sie nämlich fragt, was ist denn eigentlich der naturschutzfachliche Wert oder anders ausgedrückt, was ist es der Gesellschaft wert, so einen Blühstreifen zu haben. Kommt also sozusagen von der Nutzenseite. Umweltleistungen für die Gesellschaft können so zu einem wichtigen Betriebszweig der Landwirte werden. Durch die passende Auswahl aus einem Katalog von 19 Maßnahmen würden Landwirte Ökopunkte sammeln, die dann mit 50 € pro Punkt vergütet werden würden.
Dabei drehen sich die Maßnahmen rund um die Themen Klima, Biodiversität und Gewässerschutz. Ich merke schon, und ihr bestimmt auch, Meeresschutz kann man gar nicht so unabhängig von den anderen Themen betrachten. Erhoffen Sie sich, dass dann das auch effektiver ist im Bereich Umweltschutz als die bisherigen Maßnahmen der EU beispielsweise? Ich denke schon, weil die Gemeinwohlprämie es ermöglicht, den Landwirten da mit einem unternehmerischen Kopf ranzugehen und immer zu gucken, welche Maßnahme kann ich denn noch wählen, wie viele Punkte bringt die mir und was kostet mich die Umsetzung. Ja, das ist also ein sehr unternehmerischer Ansatz und Landwirte sind halt Unternehmer. Dieses wirtschaftliche Konzept ist eine Möglichkeit, Stickstoffdünger zu reduzieren. Friederike Fenger erklärt uns aber noch eine zweite Idee, mit der versucht wird, Aspekte der heutigen Landwirtschaft noch ein bisschen grundlegender zu verändern. Aktuell haben wir nämlich vor allem spezialisierte Ackerbau- und Milchviehbetriebe in Deutschland, die jeweils einen Nährstoffüberschuss haben und in denen kein Kreislauf von Nährstoffen stattfindet. Die einen kaufen Futter und müssen ihre Gülle loswerden, die anderen kaufen Dünger und verarbeiten die sogenannten Marktfrüchte. Und wenn man jetzt ein Modell entwickeln könnte, dass die beiden Betriebsformen wieder kooperieren könnten, dann könnte man dadurch Nährstoffkreisläufe schließen. Das heißt, die Nährstoffe von der Tierhaltung könnten wieder zurück in den Ackerbau fließen. Dadurch könnten die Mineraldünger einsparen. Und genau, es würden hoffentlich weniger Nährstoffe dann verloren gehen und in den Gewässern und in den Meeren enden. Wenn man sich jetzt mal historisch die Landwirtschaft anguckt, war das eigentlich schon immer Standard. Es waren immer Gemischtbetriebe, es ging gar nicht ohne, weil die Tiere waren halt, die können eben das für uns nicht nutzbare Gras, können sie in menschenverwertbares Protein umsetzen und eben auch Nährstoffe verkreislaufen. Wir können natürlich den Fortschritt nutzen, aber wir müssen jetzt Möglichkeiten entwickeln, wie wir trotzdem verhindern können, dass die ganzen Nährstoffe dann in der Umwelt landen. Und wie haben Sie das Gefühl, nehmen Landwirte so eine Idee auf, die jetzt ja schon neu denkt? Ja, ich denke, da ist schon definitiv Interesse da. Es gibt ja schon immer gewisse Kooperationen auch zwischen Betrieben. Wir hatten hier auch so einen Feldtag, das ist ja auch hauptsächlich hier eine Demonstrationsfläche. Und da waren dann auch ein spezialisierter Ackerbauer und ein spezialisierter Milchviehbetrieb da und die hatten dann hinterher die Idee, Mensch, wir könnten doch eigentlich bei uns mal kooperieren, weil die aus einem Ort dann kamen und die haben dann dadurch auch nochmal einen neuen Anreiz bekommen, das dann bei sich auch mal auszuprobieren. Damit eine Kooperation Sinn ergibt und der Düngeeinsatz reduziert werden kann, werden auch neue Pflanzen angebaut, die Ackerbauern meistens eher nicht verwenden. Genau, der Klee. Weil man könnte ja auch denken, wenn man nur die Kooperation fördern will zwischen Marktfrucht und viehhaltenden Betrieben, dann reicht auch Gras. Ne? Die Kühe können ja auch einfach das Gras essen. Aber das muss nämlich entsprechend wieder gedüngt werden. Okay. Und deswegen ist der Klee eben der Schlüsselpunkt zum gesamten System, weil der eben diesen Stickstoff aus der Luft holen kann. Der arbeitet in einer Symbiose mit Bakterien an den Wurzeln. Die bilden da so kleine Knöllchen und die können eben den Stickstoff, den sonst die Pflanzen nicht nutzen können, einfach aus der Luft nehmen, fixieren im Boden. Deswegen können die wunderbar wachsen, auch ohne Dünger. Das sind Leguminosen. Und am Ende können sie den Stickstoff eben auch an das Gras weitergeben sozusagen. Ich glaube, in der ökologischen Landwirtschaft ist es schon gängiger, das auch mit reinzunehmen. Und normalerweise würden die meisten Landwirte jetzt die nicht mit anbauen. Ja, also im ökologischen Landbau ist es zwingend notwendig, weil das die einzige Möglichkeit ist, Stickstoff von extern in den Kreislauf überhaupt einzuführen. Das ist anders gar nicht möglich. Und genau, im konventionellen Anbau wird es jetzt immer interessanter auch für die Landwirte, weil eben der Stickstoff zu Problemen führt, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Neben Dünger sind in den letzten Monaten auch die Preise für Sprit und Tierfutter deutlich angestiegen. Eine größere Unabhängigkeit von diesen Preisveränderungen ist auch eine Motivation für Andreas Hobus, auf seinem Hof etwas umzustellen. Mein Wunsch war es immer schon, das komplette Futter für meine Kühe, also auch die Milchleistungsfutterseite selber zu erzeugen. Und gerade mit dem Problem, wie kriegt man das Protein selber erzeugt, fand ich es eigentlich richtig spannend, mit dem Kleegras was zu machen, weil Raps oder Soja geht nicht bei mir selber ja sozusagen. Und dieser Umweltgedanke, sag ich mal, spielt der bei Ihnen da auch eine Rolle? Oder ist es vor allem so, wie können Sie sich unabhängiger machen? Wie
Genau, das ist ja auf jeden Fall ein Umweltgedanke, Ja. wenn man alles hier regional oder so lokal auf dem Hof erzeugt an Futter und nicht das Soja um die halbe Welt geschippert werden muss, ist das ein extremer regionaler oder Umweltgedanke. Wenn jetzt wir davon ausgehen oder annehmen, dass Ökolandbau dann trotzdem noch umweltfreundlicher ist, warum können wir nicht einfach 100% Bio machen? Also warum geht es nicht so in die Breite? Warum ist Stickstoffdünger weiterhin nötig? Ja, genau, das ist auch eine gute Frage, mit der sich viele Leute beschäftigen. Ne? Warum nicht gleich alles Ökolandbau? Es ist aber so, dass gerade in dem Getreideanbau, Kartoffelanbau, dass da noch der Ertragsunterschied zwischen Öko und konventionell deutlich größer ist als jetzt zum Beispiel im Futteranbau. Mhm. Und deswegen haben wir unser Konzept auch so entwickelt, dass dieser Getreideteil der Fruchtfolge noch konventionell angebaut werden kann, um eben diesen Ertragsvorteil auch nutzen zu können. Und in Bereichen, wo der Ertragsunterschied nicht so stark ist, kann man dann auch ökologisch wirtschaften. Okay, der größte Knackpunkt ist so dieser Ertrag und der Ertragsunterschied zwischen konventioneller und biologischer Landwirtschaft, dass man die Ernährungssicherheit nicht gewährleisten könnte nur durch Bio oder Ja, ganz so krass nicht. Schon, da gibt es ja dann wieder die Frage, was essen wir? Ja. Ne? Weil ein Großteil unseres hier angebauten Getreides landet ja im Tier. Mhm. Genau, und wenn wir dann sagen, wir müssen den Ertrag, wir müssen unsere Grundstandorte nutzen, um möglichst viel Getreide anzubauen, dann ist ja auch immer die Frage, wo landet das Getreide am Ende? Und wenn wir das kombinieren mit vielleicht einer Umstellung der menschlichen Ernährung, um eventuell ein bisschen weniger Tierprodukte zu essen, dann können wir natürlich mehr auch in Richtung Umweltleistung der Landwirtschaft wieder gehen. Für mich persönlich sind das sehr spannende Punkte, wie viel man bei diesem Thema eigentlich mitdenken muss. Alles hängt mit allem zusammen. Ja. Und das macht die Sache so kompliziert. Mhm. Und deswegen ist agrarwissenschaftliche Forschung so spannend. Mhm. Ja, weil wenn man an einer kleinen Stellschraube dreht, dann hat das gleich Effekte auf 1000 andere Sachen. Mhm. Und deswegen kann man halt sich nicht darauf reduzieren, immer nur an einer Stellschraube Mhm. zu drehen, sondern man muss alle Stellschrauben gleichzeitig im Blick haben Okay. und versuchen, das Gesamtsystem zu optimieren. Also, viele Stellschrauben hier. Und dabei wollte ich eigentlich einen Film über die Eutrophierung und die Meere machen. Aber man kann dieses Thema wohl gar nicht so isoliert betrachten. Hier hängt sehr viel miteinander zusammen. Wenn man sich Fragen zum Dünger stellt, muss man sich wohl auch Fragen zu unserer Ernährung stellen. Aber es macht doch gleichzeitig Mut, dass man hier bei der Landwirtschaft nicht nur die Überdüngung, sondern auch den Biodiversitäts- und den Klimaschutz anpacken kann. Ja, ich hoffe, der Film über die Eutrophierung in der Ostsee und der Schlei, das hier ist sie übrigens, die Schlei, hat euch gut gefallen und auch, dass ihr den Lösungsansatz aus der Landwirtschaft interessant und spannend fandet. Lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren, per E-Mail. Schreibt uns, was ihr verbesserungswürdig findet, was ihr gut findet. Und wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Frutti di Mare.